Segen Gottes mit uns alle auf diese Gelegenheit, unsere Andachtsstund, Erbauungsstund, auf diesen Weg Ütigkeiten. In Vers Psalm 103, lobe dem Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlässt, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Uns Gott im Himmel wird uns Schutz erst, wird uns gerat haben. Hij allein ist der, den wir vertrauen dürfen und den wir uns holen dürfen, den wir hoch schätzen dürfen, wem wir leben dürfen, in Loben und Anbeten. Wen hij allein würdig ist. Und arm, weil wir uns erquicken, ut sein Wort uns fortführen, ab dessen Weg, ab dieser Gelegenheit, mocht Gottes Leib in Frieden mit uns alle sein, wo immer wir in unsere Häuser, in unsere Familien, die Zeit auf diesen Weg, unsere Andachtszeit auf diesen Weg utschalten dürfen. Gott uns alle segnen. Thema für diese Botschaft ist die Nahrung für unsere Seele. Die Speise für unsere Seele zu bekehren. Sei wie von dir unsere Nete, was wir haben, dass unsere Seele Nahrung kriegen wird. Genieße ich die Nahrung für meine Seele in voller Genege, so als Jesus dort gebracht hat, in voller Genege, so als die Bibel dort anbieten wird. Das sind Fragen, wo wir nur denken können. In Stutje für Jesus gekreuzigt wird, Freitag, Karfreitag, während der Weg vorher, dann darf Jesus sich auf dem Weg, er darf sich hin nach Jerusalem auf dem Weg. Er hat eine ganze Reise, in der letzten Ängste reist er auf dem Esel. Hier ist ein Bild von, wo der König kämpft, ein friedbringender König. Der bringt Fried, ein Bild von dem, dass er auf dem Esel reisen wird. Als er nur vom Altberg raufkommt, hat er raufgekämpft und er sieht die Stadt Jerusalem. Er kijkt so ewig, dann sagt dort, Jesus weinte. Er fängt an zu rühren. Er kijkt über die Stadt. Und er sagt, wenn du doch nu, in diesem Moment erkennen wirst, was zu diesem deinen Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Und Jesus rührt dort. So ist er dort Betrieb, wenn er an die Fehler, wird er nicht annehmen deuten. Und er sagt, wofür habe ich wohl gedient, um ja meine Pflichten zu nehmen, so ist eine Hahn ihre Kickel und ihre Pflichten nehmen det. So hat Jesus wollt, in Fehler haben nicht wollt. Das ist, was Jesus dann sieht, was er wollt, was er anbieten deut. Jesus ist von dir dasselbe und er deed noch von dir dasselbe anbieten zu uns. Diese Gelegenheit. So ist eine Klug, ihre Kickel und ihre Pflichten nimmt und ihre Sicherheit. Dass die Kickel dort geborgen, dort vertrauensvoll. Nur dort büten, windig, regnisch, aber sind kalt, die Kickel sind dort geborgen, eine Sicherheit. Das ist, was Jesus anbieten wird. Natürlich weiß wir auch, dass so eine Klug, die wird auch Bild mit ihrer Kickel wiedergehen. Die Klug, die wird kleben, Nahrung für die Kickel, dass die leben wollen. Ein Bild, was wir da werden sein wollen. Das Reich Gottes wird durch die Bibel vergleicht auch mit in voller Dersch. Jesus vergleicht dort Reich Gottes mit einer Hahn, wo die Kickel und ihre Pflichten nimmt. Dort ist das Reich Gottes, das ist, was er anbieten wird. Am anderen Städten vergleicht er dort mit in voller Dersch, was er abgesagt ist. Mit dem, dass Jesus kam, mit dem, dass das Reich Gottes gekommen ist, erst du in voller Dersch reingemerkt. In Matthäus 22, du liest wie von das Himmelreich, der Jesus verglichen mit einem König, was für sein Sehen eine Hochzeit utreiten wird.
in die Jahres wordt angeloot. Viele Jahres wordt angeloot, in die Jahres zu kommen. Dann sagt er, die Ochsen sind geschlachtet und alles ist bereitet. Die Derschen sind reit, dort edig als da lot an. Du hast noch Ruhm. Und dann kommen die Knechte in sein, sie haben das getan, und dann wurde gesagt, du hast noch mehr Ruhm. Lot noch mehr an. Noch mehr, was wären das, Krepels. Dort mehr anladen. Du hast Ruhm wie diese Hochzeit. Eine andere Begebenheit in Lukas 14, da sagt Jesus, vergleicht er direkt Gottes Wahrer mit einem Mensch, der det ein großes Abendmahl utreiden. Und dann wird angeloot, kommt zu das große Abendmahl. Ein Mensch, der ein Abendmahl reingemerkt hat, die Derschen, dort ethik, dort erst aller reit, da wird angeloot, kommt nur das Abendmahl. Da sagen wir, dass Gottes verglichen wird mit einem Derschen kommen, wo wir eten können, wodurch wir Leben kriegen. Nur um Dersch. In Lukas 22, 27, da fragt Jesus, wer ist Gerata? Die Jünger, die hat noch mehr noch manchmal Druck, wer wird die Gradste sein im Reich Gottes? Und ja, hatten sie so eine vertalt. Aber einmal hat Jesus so die Frage, wer ist Gerata? Die wird zu Dersch setzen det und eten det, sich bedeinen lässt, oder die wird bedeinen det. Wer ist auf dieser Welt die Gradste? Und Jesus sagt, ich sehe und ihr jünt auf dieser Welt so als die Deinen da. Jesus sagt, heu ist so als die, was du um Dersch bedeinen det. Hij is niet die wat zich bedeinen laat om Dersch. Hij is op deze wereld die wat om deze Derschen bedeinen deed. Jesus zelfs is die. In Lukas 12, 37 sagt Jesus, hij wordt zich umgürten und zu Tische führen und ihnen dienen. Was Jesus da von sich sagen deed. Hij wordt zich in Schaljuk anbieten, in de Sinje nun Dersch nun bringen, und er wird den da bedeuten, ohne voller Dersch. Was Jesus dann sagen deed, Matthäus, die letzte Vers in Matthäus Evangelium sagt Jesus, ich sie begünt alle Tag, was am Welt ein. Doch was Jesus dann anbieten deed, das beitet er an, und das wird er anbieten, solange aus der Welt steht. Erst Jesus hier, und er ist der, was um Dersch bedeuten deed. Was soll wie, wo das Reich Gottes verglichen wird mit, dass wir Nahrung kriegen und ein voller Dersch nun kommen. In Lukas 13, 21 sagt Jesus, dass wir wollen von den Feuerwinden, Süden und Norden, Westen und Osten, wollen da Menschen kommen und die wollen um Dersch setzen im Reich Gottes. Menschen, die die Port nehmen wollen, um Dersch. In Johannes 10, da sagt, da vergleicht Jesus sich auch mit dem Schubstall. Da sagt er, heu erst die dir, wer dich annähern kann, der kriegt Leben. Johannes 10, ich bin die Tier. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Hier hätte sich verglichen mit einem Hort, was sich um seine Schub kämmern lässt, dass die Schub dann dem folgen, und der Hort kämmert sich um die Weh, dass die Nahrung, dass die Leben kriegen, dass die Leben bleiben und dass die wiederkommen wollen. Dann wird das Reich Gottes verglichen. In Matthäus 4, da sagt Jesus, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Morgen wird hier, Jesus sagt nicht, dass die Seele nicht allein von Brot leben wird. Er sagt, der Mensch. Wie sein der Mensch, das ganze Port, die 3 Teile, das lebt nicht von Brot allein. Unsere Seele, unser Geist und unser Leib, das braucht alle von dem Wort Gottes zu leben. 1. Thessalonicher 5, 23. Der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch, unsere Seele, unser Geist und unser Leib,
Mord geheiligt, bewahrt, unsträflich, bewahrt bleiben, bei den Tag, bei Jesus kommen wird. Jeder Part, die 3 Teile von uns Mensch, der lebt nicht von Brot allein. Ein Leid sehen wir manchmal von das Lebensbutter, dann sehen wir da, trinke ein göttliches sein Teil, uns Leib und unsere Seele und uns Geist. Das nächste, was verglichen wird, so hier halten von mit Eten und mit Trinken und mit Hören. So, dort, wo wir hören, dann damit kann der Mensch abnehmen. Wenn Jesus an Gleichnissen reden wird, dann sagt er, dass sie wollen mit den Ohren hören, mit den Herzen verstehen, und dann kann er erst heilen. Ab dort, dass der Mensch hören und verstehen, mit den Herzen verstehen, sagt er dort. Dann sagt Jesus auch auf einmal, dann sind es Söhne, die mit den hörenden Ohren hören sie nicht. Da sieht Jeff das auch, was mit hörenden Ohren noch nicht hören tun. Er kann, dass Jesus Heilung gebracht hat. Dort er kann und dort zu weiten, dann weit wie mehr, als wie uns aus Fleisch und Blut uns umgebracht hat. Mehr, als wie uns denken. Der Geist Gottes ist ohne Arbeit, der ist damit bei, dort wie er kann dürfen. Mit dem Herzen verstehen, mit den Ohren hören, damit nehmen wir das ab. Dann sagt es in Lukas 14, 24, du hast das Gleichnis von den die, wat een recht overmaal uitrijden deed, en veel werd angeloos, en dan weer die, wat zich entschuldigen deiden. Diese 3. Einer sagt, ich habe groß ein Land gekauft, ich habe nicht Zeit, der sich entschuldigen, nicht zu kommen. Der andere sagt, er hat eine Joch Ochsen gekauft, der sich entschuldigen, er wird drauf mit dort, er muss durchgehen. Der andere sagt, er hat ihn früh genommen, befreit, und er wird vertieft, interessiert da, und er entschuldigt sich, nicht zu kommen. Dann sagt Jesus da, ich sage Ihnen, dass diese Mann keiner, wo die geladen war, der wird mein Abendmahl schmecken. Einmal klar, sagt Jesus dort. Dort Abendmahl, der Nahrung, was da ist, werde die Entschuldigung geben, der nicht zu kommen, nicht zu horchen, und zu verstehen, und zu erkennen und unternehmen, der wird dort nicht schmecken. Das wird verborgen bleiben für den seine Augen. Wenn du doch erkennt es, wenn wir erkennen können, dann haben wir mehr aus Fleisch und Blut uns umgewandelt. Jesus leift uns, ja wird sein, so ist eine Hahn, was um ihre Keckel besorgt ist. Jesus braucht dort Gleichnis. Wofür ich will, die Stadt Jerusalem, und ihr meinen Schutz nehmen, so ist eine Hahn, ihre Keckel und ihre Pflichten, und ihre Sicherheit und ihre Geborgenheit zu bringen. Weil du doch erkenntest, was du diesem deinen Frieden dient, nun aber ist vor deinen Augen verborgen. Erkennen wir unsere Gelegenheiten. Jesus läuft uns, wies er uns in das Gleichnis, dass ein Hahn ihre Keckel und eine Sicherheit nehmen wird. Oder so Sonne, was eten und der bedeuten wird. Wenn Jesus sagt, ich sehe, aber ihr Sonne aus der, was bedeuten wird. Hier sei wir seine Leib. Die Mama, was die Multi reiten mir wird, das Eten, und wahrscheinlich die Kinder dort Eten auf den Tisch zu bringen. Vielleicht die Kinder auf dem Scholler zu fuhren und das Eten auf den Tisch zu sagen. Wahrscheinlich. Jede Mama dort, eine Freude. Dort sei wie Jesus seine Leib. Wo Jesus besorgt ist, wo er Leib hat für uns Menschen. So ist er rot, über die, was er nicht annehmen deuten. Was sagt er uns von dir? Eine Frau, wie uns freuen können. Jesus will, dass wir Nahrung haben, dass wir leben können. Und Johannes saß, da sagt Jesus, Johannes saß heftig, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich
werde ihn am letzten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Jesus sein Fleisch eten und sein Blut trinken. Wenn du doch erkenntest, was du deinen Frieden dient. Ich habe hier und ich habe verstanden, was Jesus da sein wird. Wenn er sagt, wenn die nicht wollen mein Fleisch eten und mein Blut trinken, dann habe ich nicht Leben. Dann habe ich nicht Port. Heute hat er anbeiden. Du hast die Fülle zu haben. Leben. Du hast nur für unsere Seele, was da angeboten wird. Wenn wir das bloß weiten, dort eten am Dash erst, davon haben wir noch nicht, was uns fehlen wird. So ist uns Leib abhängig ist von Eten, so ist unsere Seele abhängig von Jesus. Ich habe das erkannt. Weil wir uns erbühen mit dort, dass wir das selber erkennen, unsere Abhängigkeit, die Nahrung, was Jesus beiden wird, dort wir leben. Jesus sein Fleisch eten. Wir weiten das nicht so, das Reich Gottes kommt nicht in äußerlichen Gebärden, nie im Geist, eine Wahrhaftigkeit. Jesus sein Fleisch eten und Jesus glauben in Arm annehmen, Arm abnehmen, so wie Eten abnehmen dürfen. Jesus annehmen, dass Jesus in Port wird in uns leben, als Jesus kann Todret kriegen. Er ist ein Port in mein Leben. Dort, wo ich lebe nicht ich. Jesus lebt in mir. Ich sehe so Note an. Er ist in mir. Er ist dort, wo in mir leben wird. Will ich an, will ich den Nahrung zu mir nehmen, was Jesus anbieten wird. Für meine Seele, für mein Leben, für mein ewiges Leben. Wo in Ewigkeit besteht oder glücklich mit Gott leben wird. Wenn wir am Eten und am Trinken, weil Jesus lebt, davon haben wir Leben. Dadurch, dass er lebt, haben wir Anteil an sein Leben. Was ist das mit uns Hunger? In Matthäus 5 sagt Jesus, selig sind die, die hungerten, da ist nur die Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Die haben die Verheißung mit der Bibel. Die, die hungert, und da ist nur die Gerechtigkeit. Wenn ich dort hören und wenn ich dort verstehen das gibt mir in Hunger und das gibt mir in Darsch nur die Gerechtigkeit. Und dann habe ich die Tosei von Gott, dass wir satt werden. Wir wollen uns ernähren, dass wir satt werden. Die volle Gnade, dass wir das haben, was unsere Nähten sind. Dann haben wir Anteil an Jesus sein Leben. Und eine Sicherheit, Geborgenheit. So ist die Kickel bei den Haaren und ihren Pflichten. Das lässt dann kalt sein, die sind durch so geborgen. Oder voller Dersch gekriegt, und das wer bedankt uns, durch voller Dersch, wohl geborgen, für die Kinder, die da voller Dersch nun kommen. Das wurde der Gottes verglichen wird zu uns. So wie der ich im Hirn auch abnehmen dann, sagt dort an Markus 4,24, seht zu, was ihr hört. Hier wird uns gesagt, dass wir aufmerksam sein, ab dort, wo wir hören dann. Dort, wo ich hören dann, dort ist dort, wo ich war. Dort, wo ich bald sein, dort, wo ich hören dann. Dort, wo wir hören und dort, wo wir sein dann. Dort ist der Weg, wo wir abnehmen dann. Mit Trinken und Eten auch hören. Es ist auch ein Port, wo wir abnehmen dann. Und Jesus sagt, seht zu, was ihr hört. Die Nahrung, was wir zu uns nehmen, dort merkt ein Unterschied. Dort, wo wir, dort gibt uns Stärke, dort gibt uns Leben. Und dort, wo wir hören dann, dort ist dort, wo wir bald sind. Dort, wo ich hier, dort merkt mich, durch überdenken. Und dort, wo mich interessiert, nur zu denken.
wo ich mich mit vertiefen will, wo ich mich für interessiere und wo ich was mit will, das ist dort, wo ich war. Im Psalm 1 sage ich dort, wohl dem, wer dort nicht wandelt auf den gottlosen Weg, Psalm 1, Vers 2, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Und unsere Übersetzung redet von Nachsinnen über Gottes Gesetz, über Gott sein Wort, mich damit beschäftigen. Dort, wo ich denken darf, dort wo ich. Dort sehe ich Bild, wo ich denken darf. Dort ist der Weg, wo ich empfangen darf, wo ich abnehmen darf. Ich trinke und ich esse und dort, wo ich hören darf. Wo ich mich mehr vertiefen darf, dort, wo mich interessiert. Dort ist der Weg, wo ich, und dort, wo ich eben nur denken darf, was mich interessieren wird. Dann sagt die Bibel, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Dort, wo eine Tugend ist, dort, wo ein Lob ist, dem denket nach, sagt die Bibel. Dort nur denken, denn dort ist unsere Nahrung. Das ist die Nahrung, was Jesus uns anbieten wird. Und diesen vollen Tag, dort, wo ich hören darf. Die Bibel ist da und ich kann die lesen und ich kann nur denken. Dort, wo ich denken darf, ist so ja kraftvoll. Wenn ich war dort, wo ich denken darf. Das ist wichtig, mit was von den Gedanken beschäftigt wir uns und was interessiert uns, nur zu denken. Darin sage ich das sehr zu, was ihr hört. Mag wir uns selbst, eine Frau, wo wir nur denken können, mag wir uns selbst, wo und wo wir unsere geistliche Nahrung zu uns nehmen können. Lesen wir und denken wir nur, nehmen wir uns Zeit, nur zu denken, was wir gelesen haben. Wir beten und wir horchen und wir denken nur. Das ist der Weg, wo wir die Nahrung zu uns nehmen und diesen voller Tag lesen und beten und nur denken. Das ist der Weg, wo Jesus uns bedient und ist voller Tag. Er beugt uns dort an, dort wir lesen können, dort wir nur denken können, dort wir horchen können, nur die Stimme Gottes. Eben nur denken, was ist Gottes Willen? Was ist ein Weg, was hat Gott anzubieten? Du eben nur denken. In Matthäus 6, Vers 6, da sagt Jesus, wenn wir beten, dann dürfen wir in uns Kämmerlein gehen, in die Diatomie hinter uns, am Verborgenen zu unserem Vater im Himmel in Gemeinschaft kommen, uns zu beten, unsere Dinge dankend kund werden loben. Gott uns ganz anbefehlen, unsere Dinge, unsere Bitten, unsere Frauen nur anbringen, uns frohes Wort, unsere Dankbarkeit zu beweisen, zu loben. Und dann sage ich dort, Gott, was er an das Verborgenen in sein wird, der wird uns dort vergelten, öffentlich. Und diesen vollen Tag kriegen wir Nahrung. Jesus sagt öffentlich, wird Gott uns dort vergelten. Ja, wenn uns diese Frauen und einmal Frauen, wird wir dienen Vergeltung letzte Weg. Wo hast du eine Vergeltung gekriegt? Wenn das sagt Matthäus sagt, wenn wir am Verborgenen beten wollen, Gott wird eine verborgene Sicht wird vergelten öffentlich. Wo habe ich meine Nahrung, wenn der volle Tag wird angelut? Wo befinde ich mich an diesem Tag? Wenn ich sie an diesem Tag, das was die Bibel lernt. Ich sehe, wie in der Spiel gekriegt und Jesus sagt, ich sehe sie aus dem, was du bedeutet. Und wenn wir im Gebet im Kämmerlein, Gott wird es sehen, wird es vergelten öffentlich. Was sind meine und deine Vergeltungen gewesen? Die Nahrung und diesen Tag. Vielleicht müssen wir selbst in uns Kämmerlein gehen und uns diese Frage selbst beantworten. Beleven wir noch mal sind. Wir haben einmal mehr danach wacker sind und wir schlucken nicht kurz weiter an, dann fangen wir an zu denken, wo wir ihn schlucken, wie nicht an. Sie haben Platz mit ein bisschen Sorgen taub. Sie haben Platz mit ein bisschen Unruhe taub, mit Besorgnissen. Jesus sagt doch, wir wollen Ruhe finden. Unsere Seele wird Ruhe finden in Jesus.
Op einmal vertellen wir uns, wo wir einen Schluck wie nicht anmelden nach. Wir fangen an zu denken, und wenn wir uns dann die Gelegenheit nehmen, dann zu beten. Wir sind am Hanswager, dann beten wir nu. Und wir beten Gott im Himmel. Wir rauben am Ohren, wir freuen an, dass er sich Gott erbarmen, dass er uns gnädig ist, dass er uns seine Nähe feilen, dass er uns stärken wird, mit Trost und mit Kraft, mit Geborgenheit. Wir beten am Ohren und wir freuen an, dass er uns prüfen muss, wo wir selbst sind. Dass wir uns kennen möchten, wo wir sind. Und über dem uns Gebet dort ändert und danken und loben. Über dem selber durchwachen immer noch. Und über dem selber in steht in unserer Bitte, selber am Danken. Und wir loben unseren Gott im Himmel. Wir loben und preisen an. Und am Danken sei wie, wo viel Segnungen. Wo wir eine Gegenwart Gottes dürfen sein. Wo Jesus uns auf einmal so eine Geborgenheit, so eine Gelogenheit geben wird. Und zum Beispiel, wo wir an so stolz sind, wir angeschlagen. Dann, wo wir an den Weg an den Krieg denken, sollen wir dann auf einmal der Stunde, wo wir melden nach und wir so ruhig wacker werden. Es dort auf einmal der gesehenste und direktste Stunde, wo ich diesen Weg belebt habe. Oder wo sind die öffentlichen Vergeltungen, was Jesus sagt, was Gott uns geben wird? Nahrung und diesem Tag. Öffentliche Vergeltungen, wo wir auf einmal zurückkehren in die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes, wo wir auf einmal durch seine Tausei in so einer Geborgenheit dürfen sein. Und die Tausei, was wir haben von Jesus, dass er mit uns ist, alle Tag. Jesus hat Nahrung und das für uns Mensch. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und Jesus haftet unter beiden. Durch Nahrung haben wir Leben. Durch Nahrung kriegen wir Kraft. Durch die Nahrung kann die Christ siegen gegen Unreinheit, gegen Ungleichheit, gegen Unneidigkeit, gegen Unzufriedenheit, was immer alles da man kann. Durch die Nahrung gibt es Kraft, dass wir am Sieg, an Mut, eine Reinheit und Heiligkeit, eine Glücklichkeit mit Jesus, mit der Nahrung und das haben wir Leben. Und Jesus will, dass wir Nahrung an volle Genüge. Er ist gekommen, dass wir leben an volle Genüge. Wir diesen das an volle Genüge, wie uns wird wie in das Spiegel gekriegt. Na, wat het Beispiel gebraucht ist, nach Hahn, ihre Kickel und ihre Pflichten, und ihr Schutz und ihre Sicherheit, das ist, was Jesus anbeiden deed, und das deed er von dir anbeiden. Und er will, dass wir Nahrung und volle Genüge haben, zu leben, dass wir nicht, er will nicht, dass wir nur offen, dass das möglich mit uns Christen leben, dass wir in volle Genüge und in voller Dash, wo das große Abendmahl reingemacht worden ist, dat recht Gottes mit dem, dat Jesus gekommen ist. Er hat das gebracht, das große Abendmahl ist reingemacht. In der Bibel lot en, komm an diesen Tag. Wo befinden wir uns an diesen Tag? In so einer Tag, weil wir uns selbst betrachten. Was sind die Dinge, die ich genießen darf? Alle Tag, jeder Weg. Ich darf genießen an diesem Tag. In dem Wort Vergeltungen öffentlich geben. Was sind die Dinge, die ich belebe? Woran ich mich erquicken darf? Sei ich mir selbst, dann wo ich durch viel Segnungen sein. Dann wo ich ins Neue fing, wo ich für Lob und Preis in Not an Gott komme. Wir sind aufhängig, dass wir unseren Vater im Himmel loben wollen und dass wir uns erquicken. Wenn Jesus ist da, uns zu bedeuten. Er ist so, als der was bedeuten wird. Wem das scheint geht, eten wir und die Worte best mitfallen können, wo Jesus Leib hat für uns. Wenn er ist so als die Wort bedeuten wird, das. Und er will uns scheinen versagen, dass wir eine volle Genüge, dass das Kraft gibt, zu siegen, zu leben, eine Dankbarkeit, ein hoffnungsvoll vorwärts, um Ziel zu kommen, Jesus ähnlich zu werden. Die Nahrung von Jesus macht mich mehr ähnlich zu Jesus. Da wo ich mich mehr vertiefen, da wo ich nur denken, das ist der Weg, wo ich die Nahrung zu mir nehmen.
dort wat ik eet, dort wat ik drink. Jesus deed Nahrung aanbieden, om volle dersch en volle genege hier på te nemen. Die Segnungen in deze Gelegenheiten, die zijn door. De Bibel weist ons dort en dat wordt blijven zolang wat om Welt een. Wordt door des volle dersch, zolang ons de genood is des volle dersch door als die Fülle. Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. En aan hebben we Nahrung voor onze Seele hebben verstaan wat dat meint. Aber dat meint ook ons Geist, Leib und Seele. Dat wordt alle een poort. Dat neemt poort und der dat Jesus Anteil ist an ons Leben. Hij heeft Nahrung, Brot, die Fülle an Jesus. Mag Gott uns alle segnen, wo wir sind in onze Häuser, in diese wir haben uns vertiefen und uns erquicken und diesen Dash. Aber noch aufschließen noch mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir nun uns zu dir. Wir danken dir für deine Güte, für deine Leib, für deine Freundlichkeit, die du uns offenbaren lässt durch dein Wort, das wir lesen dürfen. Wir danken dir. Wir danken, dass wir dort feiern, dass wir dort bewusst sind, deine Gegenwart. Du bist da. Die darf wir vertrauen. Du darfst anbeiden, Leben um dersch, Lebensbrot zu genießen. Wir befehlen uns in deine Hände, Herr. Sehen uns indem wir uns selbst prüfen. Wo befinden wir uns alle an diesem Dersch? Was sind die Dinge, wo wir diese Speise, wo du uns einmal am Schulterklapperschen hier eine scheine Mondheit am Dersch, wo wir das Burgkeit anwollen, wo wir bei deiner Gegenwart feiern, deine Kraft, dass wir immer so geborgen und deine Tausheit und deine Sicherheit uns bewusst sind dürfen, dass wir die vertrauen dürfen, uns an die holen, dass dort unsere Speise ist, die uns ansagen ist. Help uns die zu erkennen, die zu loben, zu preisen, und wir befehlen uns in deine Hände, im Namen Jesus. Amen.